Heute möchte ich euch 3 der besondersten Cartier Tank-Varianten, Cartier Tank Louis-Varianten vorstellen, die ich jemals anbieten durfte, und ich würde fast so weit gehen zu sagen, die es auf dem Markt aktuell gibt. Die Cartier Tank, insbesondere die Cartier Tank Louis, ist vielleicht eine der archetypischsten Uhren überhaupt. Auf jeden Fall die archetypischste rechteckige Uhr und meiner Meinung nach eine der relevantesten Uhren des letzten Jahrhunderts. Viele Leute machen den Fehler, die Cartier Tank, gerade die Cartier Tank Louis, als eine langweilige Uhr abzustempeln, als eine klassische Dresswatch abzustempeln, die keine Ecken und Kanten hat, die keine kreativen Impulse mehr hat. Das sehe ich anders. Und ich finde, dass man auch über 100 Jahre nach der Erfindung der Uhr, des Zeichnens dieser Uhr, immer noch Meilensteine in dieser Uhr erkennt und immer noch verstehen und wirklich plastisch sehen kann, wie disruptiv diese Uhr eigentlich für den ganzen Markt war. Denn 1917 war das Konzept Armbanduhr an und für sich ja noch wahnsinnig neu. Und die allermeisten Uhren wurden abgewandelt aus Taschenuhren. Es waren entweder frühe sozusagen Mariage-Uhren, die tatsächlich umgebaut wurden, oder es waren einfach Uhren, wo eine Taschenuhr oder auch ein Taschenuhrwerk als Vorbild genommen wurde. Dann eine extra als solche vorgesehene Armbanduhr in einem rechteckigen Gehäuse zu bauen, orientiert an einem Panzer, daher auch der Name Cartier Tank, das ist schon was ganz Besonderes. Das ist disruptiv, und da ging es übrigens auch los, dass Cartier den Namen King of Shapes sich auch wirklich verdient hat. Jetzt ist es genau diese Uhr, die gelb-goldene Cartier Tank Louis mit weißem Ziffernblatt und schwarzen römischen Ziffern, die das Bild der Cartier Tank bis heute geprägt hat. Und das finde ich total schön, denn es ist nach wie vor eine der klassischsten Uhren, es ist eine der Ikonen, und ich bin mir sicher, dass in den Köpfen der meisten Leute genau diese Uhr erscheint, wenn man sie über ihr Bild der Marke Cartier und vor allem von Cartier Uhren fragt. Aber es sind eben nicht nur diese Uhren. Es gibt total ausgefallene Uhren. Cartier hat sich auch mit der Cartier Tank einiges gewagt, wie wir es auch von anderen Uhren kennen. Und als eines der spannendsten Beispiele hier möchte ich eine Uhr anführen, die eigentlich eine ganz simple Veränderung bekommen hat, der Uhr aber einen ganz anderen Charakter beimisst. Und zwar eine Cartier Tank Louis in Weißgold. An dieser Uhr hat sich nichts im Vergleich zu der klassischen Gelb-Gold-Variante verändert. Es ist das gleiche Ziffernblatt, wir haben den gleichen blauen Cabochon, wir haben die gleiche Faltschließe, aber es ist eben alles in Weißgold gefertigt, sowohl die Deployant Faltschließe als auch das Gehäuse, als auch natürlich die Krone. Und es ist unfassbar, wie eine kleine Farbveränderung im Gehäuse den Charakter dieser Uhr grundsätzlich verändert. Gerade die Cartier Tank, die ja in ihren Grundzügen als Tank normal etwas sehr Industrielles an sich hatte, wird von dem Gelbgold, wie ich finde, oft so ein bisschen verfälscht, oder dieser Charakter wird von dem Gelbgold oft so ein bisschen verfälscht, und diesen finden wir hier in dem Weißgoldgehäuse eben wieder. Das Lustige ist, dass es dann mit der Tank Louis ja doch wieder etwas weniger industriell ist, aber gerade dieser Bruch, gerade dieses Gewöhnliche im Ungewöhnlichen oder umgekehrt das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen, das passt wahrscheinlich sogar besser, ist das, was ich an dieser Uhr so liebe. Und wenn man sich jetzt die Produktionszahlen von weißgoldenen Cartier-Modellen, generell weißgoldenen Cartier-Tank-Modellen natürlich auch anschaut, dann ist klar, dass das hier eine der mit Abstand seltensten Cartier-Tank-Varianten ist, die gerade so auf dem Markt ist. Wir haben eine Referenz 78087, das bedeutet ein Modell nach der Kommerzialisierung von Cartier 1973 und weiter, in wahnsinnig gutem Zustand. Es ist ein Damenmodell, aber nicht weniger tragbar für Herren mit schmalen Handgelenken. Und diese Uhr zeigt und beweist noch etwas anderes. Und zwar beweist sie, wie unfassbar versatile, wie unfassbar tragbar diese Uhr an verschiedensten Lederbändern ist. An dieser Uhr ist jetzt zum Beispiel gerade ein hellblaues Schweinslederband verbaut, was ich extra für diese Uhr habe anfertigen lassen. Das sieht wahnsinnig gut aus, das sieht sommerlich aus, das sieht fast schon, ich möchte nicht sagen sportlich, aber es sieht deutlich weniger dressy aus. Gleichzeitig ist klar, wenn ich jetzt ein schwarzes Krokodillederband hätte anfertigen lassen, wenn ich jetzt ein dunkelblaues Eidechsenlederband hätte anfertigen lassen, wie man es an der Uhr von Cartier oftmals gefunden hat, dann wäre die Uhr deutlich dressiger, dann wäre die Uhr vielleicht doch eben diese Anzugsuhr, wie man heutzutage vielleicht sagen würde.
Als Gegenbeispiel habe ich euch aber auch eine Uhr mitgebracht, die vielleicht eben doch der Klassiker ist, die aber deutlich weniger bekannt ist. Eine Uhr, die deutlich besonderer und vor allem noch mal seltener ist. Ich habe gerade schon mal angerissen, einige von euch werden es wissen, dass Cartier vor allem im Jahr 1973, im Schlüsseljahr 1973, die Kommerzialisierung begann. Das bedeutet, Cartier war vor 1973 wirklich ein kleines Maison in Paris, also Cartier Paris in dem Fall, das wirklich auf sehr boutique-eske Art und Weise Uhren produziert hat. Und wir wissen aus Archiven, dass noch in den 60er Jahren in Paris teilweise unter 1000 Uhren im Jahr produziert wurden. Wenn man das mit zum Beispiel 1973 bis 78 vergleicht oder sich dann 1978 bis 1981 anguckt, in diesen 3 Jahren wurden allein mehr als 100.000 Cartier Santos Carrés verkauft. Dann ist es unfassbar, wie selten, wie besonders und natürlich auch wie viel Handarbeit in den Cartier-Uhren von vor 1973 steckt. Und genauso eine haben wir hier. Wir haben eigentlich eine ganz klassische Cartier Tank Louis. Klassischer könnte sie kaum sein. Gelb-goldenes Gehäuse, römische Ziffern, ein Extrablatt Gehäuse, also die klassische ultraflache Ausführung mit einer Pre-88 Deployant Faltschließe, aber mit einem Twist. Etwas ganz Besonderes haust in dieser Uhr, und zwar kein Frédéric Piguet 21 Kaliber, wie wir es nach 1973 festgestellt haben oder wie es nach 1973 in den extra flachen Cartier-Uhren verbaut ist, sondern ein Jägerkaliber. Ich glaube, es ist ein Jäger 838, ich könnte mich jetzt hier irren, aber dieses Jäger 838 Handaufzugskaliber wohnt den meisten Extrablatt-Cartiers dieser Zeit inne, auch in verschiedenen Normal- und Tortue-Varianten, sogar, soweit ich weiß, in der Square Incurvé, die dann später ja zur Fabergé wurde. Und gerade in dieser wunderschönen 60er bzw. frühe 70er Jahre Cartier Tank macht das unfassbar viel Spaß. Der Fond des Ziffernblattes ist noch ein anderer, das finde ich ebenso spannend zu erwähnen. Wir haben nicht diesen klassischen, gedruckten Fond, sondern er sieht noch deutlich handschriftlicher aus, auch wenn er natürlich trotzdem zu großen Teilen gedruckt war. Wir haben trotzdem schon einen Paris-Druck unten bei der 6 Uhr Position und einfach eine Uhr, die wunderschön ist, im perfekten Originalzustand geblieben ist. Wahnsinnig toll, auch hier mit einem Pigskin Strap, also einem Schweinsleder Strap, der super gut in diese Zeit passt. Eine wirklich wunderschöne Uhr, die mein Herz jedes Mal berührt. Zieht sich im Übrigen auch, wie ihr hoffentlich hört, butterweich auf. Es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man einen Frédéric Piguet 21 aufzieht. Und last but not least habe ich noch eine Tank, die alles außer gewöhnlich und alles außer konservativ ist. Die zeigt, dass auch die Tank für Cartier ein Playground, ein Spielplatz zum Austoben war. Wir wissen, dass Cartier gerade in den 70er und 80er Jahren wirklich wahnsinnig hochwertigen Besatz gefertigt hat. Wir wissen, dass Cartier sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, wie besetzt wurde. Und wir wissen auch, dass Cartier nicht ganz so mutig wie andere Hersteller, aber mutig mit Ziffernblattvarianten war. Und gerade bei einer Marke wie Cartier, die ja bekannt ist für ihre eher konservativen weißen Ziffernblätter, die wir in den beiden vorangegangenen Uhren gesehen haben, dann ist diese Uhr mit dem Besatz und dem Ziffernblatt wirklich etwas Außergewöhnliches und etwas, was ich so erst ein einziges Mal davor gesehen habe. Die Rede ist von einer Cartier Tank Louis, ebenfalls ein Damenmodell, aber mit einem unfassbaren Twist, und zwar einem Onyx- und Korallenziffernblatt. Das bedeutet, wir haben außen einen Ring Onyx und innen einen Korallenring. Das heißt, es ist nicht nur ein Stone Dial, sondern es ist ein, sozusagen Double Stone Dial mit Paris Signing, wie wir es von den Stone Dials von Cartier aus der Zeit kennen, in perfektem Zustand. Wir haben keine Cracks, wir haben keine Verfärbung, was gerade bei diesen Uhren was ganz Besonderes ist. Wir haben auch noch das Paris Dial, wie gesagt, weist darauf hin, dass das Ziffernblatt nie getauscht wurde. Denn wenn so ein Ziffernblatt einen Crack bekommt und die Uhr dann in den Service geht bei Cartier, dann wird es selbstverständlich wahnsinnig kostenintensiv getauscht. Dann haben wir allerdings ein Swiss Dial. Das haben wir hier nicht. Und wir haben außerdem den Sertissage, also den Besatz auf den Hörnern, also quasi auf den Flanken des Gehäuses und auf der Krone.
Das ist eine Uhr, wie gesagt, die ich so erst zweimal sehen durfte. Das hier ist die zweite. Ich glaube nicht, dass es viel mehr davon gibt. Es wird noch einige geben, aber nicht viel mehr. Und in dem Zustand schon mal gar nicht. Die Uhr war im Übrigen auch 2008 bei Cartier in der Revision. Die Papiere darüber liegen noch bei. Und ich gehe fest davon aus, dass die Uhr seitdem nicht mehr getragen wurde. Denn das Band, was bei dieser Revision neu an die Uhr gepackt wurde, neu an die Uhr gebaut wurde, dieses Band ist noch ungetragen. Das heißt, die Uhr hat seit 15 Jahren kein Handgelenk, seit 16 Jahren kein Handgelenk mehr gesehen. So sieht sie auch aus, so ist der Zustand der Uhr. Und ich finde, sie zeigt, dass die Cartier Tank auch verspielt sein kann, dass die Cartier Tank auch mehr sein kann als der Klassiker des letzten Jahrhunderts. Und so macht die Uhr, wie ich finde, sehr, sehr viel Spaß. Übrigens nicht nur an Damen, sondern auch an Herrenhandgelenken. Ich habe die Uhr auch sehr gerne getragen in den letzten Tagen. Jetzt hoffe ich sehr, dass diese 3 eindrucksvollen Beispiele der Cartier Tank Louis-Reihe euch noch ein bisschen näher an dieses Modell gebracht haben, vielleicht euer Interesse an dem Modell gesteigert haben. 2 von 3 dieser Uhren, die beiden Damenmodelle, werden auch im kommenden Drop verfügbar sein. Das bedeutet, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr der Meinung seid, dass eine dieser Uhren die richtige für euch sein könnte. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao!